Das hier ist in Las Vegas bei den Supernets 27. Basti wollte meinen Start direkt an der Strecke filmen und dann passiert das. Das ist schon über ein Jahr her und seitdem liegt das Material auf unseren Computern. Aber ja, wir wollten es euch nicht vorenthalten. Herzlich willkommen zu Folge Nummer... sind wir bei 3 oder bei 4? 4. Herzlich willkommen bei Folge 4, so sieht's aus. Ja. Wir befinden uns jetzt schon an der Strecke bei uns im Zelt. Alle haben Bock. Es war ja, wie ihr wisst, ein sehr positiver Tag gestern oder einen positiven Trend. Wir haben 11:15 morgens, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, wir sind aus dem Hotel, wir haben gut gepennt. Also ich persönlich habe das erste Mal richtig gut geschlafen, seitdem ich hier bin. Was gut ist, bin mega motiviert. Wir nehmen euch mit heute und morgen. Wir machen also für die Heats Freitag, Samstag eine Folge, damit ihr da ein bisschen Bescheid wisst, damit wir einfach nicht das gleiche 80 Mal zeigen. Ich denke, macht das Sinn und ihr bekommt dann so ein bisschen den Flow mit, wie gehen wir durch die Heats durch, weil am Sonntag ist ja nur noch Finale. Wir starten von Platz 16. Wir haben heute 2 Heats, ein Warm-up und es geht für mich darum, möglichst viele Plätze gut zu machen, da die Startaufstellung im Finale abhängig davon ist, wie viele Punkte du den Heats bekommst. Also wer jetzt alle Heats gewinnt, sage ich mal angenommen, dann startest du im Finale von Platz 1. Und da gilt es halt jetzt für mich, so weit nach vorne zu kommen wie möglich, um eben vielleicht einstellig zu werden oder an die Top 10 zu kommen. Nochmal, unser Ziel ist es hier irgendwie in die Top 10 zu fahren. Ich denke, das ist realistisch nach der Pace, die wir gestern gezeigt haben. Wir müssen schauen, wie sich das Kart heute verhält, aber ich bin ganz positiv, wie ihr merkt. Und ja, jetzt noch alles entspannt. Ich bin noch nicht umgezogen, alles ist easy. Die anderen Jungs fahren gerade. Und so sieht's aus. Ich würde sagen, wir starten mal in den Tag, bisschen was frühstücken jetzt. Und dann, da ist der Chef. Morning. Gut, ja? Ja, das ist unser Mechaniker. Wir sind jetzt auch gut zusammengewachsen. Ja? Er hat gestern gemerkt, dass Dennis auch ein bisschen Go-Kart fahren kann. Das ist ganz cool. Und ja, jetzt geht's auf jeden Fall ab. Ich habe richtig Bock. Und dann sage ich mal, sprechen wir uns vor dem Warm-up nochmal und danach sehen wir mal, wie wir stehen und dann geht's weiter. Also bis später. Halbe Stunde noch, dann geht's Warm-up los. Das ist noch easy. Jetzt einfach nochmal einen Check machen, ob alles okay ist. Wir haben noch ein paar Änderungen gemacht. Verglichen zu gestern, das ist halt ganz gut, wenn andere schon im Morgen fahren, dann kann man ein bisschen sehen, wie die Strecke sich verhält und wir können das so ein bisschen antizipieren. Aber ja, jetzt noch mal gucken, wie das Speed ist, ob das Gefühl von gestern beständig bleibt und dann, wenn es gleich in den ersten Heat geht, dann ist wahrscheinlich das Stresslevel noch ein bisschen höher. Heart of a champion, it's in my soul. Fought through all the pain, now I'm standing tall. So I'm never giving up, I came to win it all. Life prepared me for the fight. When everybody quit, I earned my spot in my... Vierte Runde dann natürlich dann vorbei. Ah, shit. Als Top 10 wäre sonst gegangen, aber... Ja, vierte Runde war schon die wichtigste. Ja. Weil bis die Reifen auf Temperatur kommen bei den Bedienungen war schon schwierig gestern. Ja, genau. Genau, ja. Aber macht Spaß hier, gell? Absolut, ja. Ist super. Ja. Ich bin letztes Jahr schon einmal mitgefahren durch das Glück. Ja. Ja. Und dieses Jahr ist nochmal, ich finde es nochmal besser. Ja, Ja, ist geil. Die Strecke ist auch schön und so. Ja. Na gut. Das Event. Viel Spaß, Viel gell? Erfolg, ja? Wo startest du denn? 16. 16. Hab einen langen Weg, aber Ja, aus allem raushalten. ja, muss man halt einfach durchkommen, gell? Ja, Das ist das Wichtigste. Look, you are what you believe you are. That's why the light's so bright, because I'm a star. Look up in the sky, see me flying high. Not even gravity can hold me down, it's my time. My reflection is just who I wanna be. In your direction. Und was? Das war P8 jetzt. Super! Ja, ich bin hinter Bruno hergefahren, so der ist Zweiter geworden. Ja. Ja, mir fehlt einfach Training noch. Ich merke das, ja, so in den Ecken. Mir fehlt einfach noch Training. Aber ja, das müssen wir jetzt so nehmen. Also ich sehe einfach, dass die Pace da ist. Ich weiß nicht, wie viel nach vorne fehlt. Aber ja,
Mal schauen jetzt, wie die Jungs, ob die happy sind. Wir verstehen die schon mal zu dritt da, scheinen alle happy zu sein. Ich glaube auch. P8 hört sich gut an. Ja. Chase my destiny. I need a The outside, and I'm steering, and then I got a bit in the oversteer. And not opening that steering wheel. Yeah, that's a problem, yeah. But on the others, so when you go to the chicane, the slightly right-hander, left-hander, I'm gaining like hell. The brakes in the left and right-hander, I'm gaining like hell. And the last right-hander, before the left, it's a much of understeer. But I think everyone has steer. chase my destiny. I need a resurrection. Won't be the death. Ich weiß, 2 Ecken. Turn 1 fahren die weiter raus, nach wie vor schneller raus. Und Turn 2 unten fahren die auch schneller raus. Ich nehme ein bisschen mehr, die fahren weiter raus und ich hinterschneide die Kurve so ein bisschen mehr. Und ich fahre weniger Meter. Aber mit dem Ding musst du halt Schwung mitnehmen. So, Dennis, wie war denn jetzt dein Warm-up? Ja, das war P8. Wahrscheinlich dann die beste Session, die ich bisher gemacht habe. Ich hatte auch jetzt mal einen guten Slipstream, ich konnte was ausprobieren, mal fahren. Aber es ist halt super schnell zu Ende. Ja, der positive Trend geht weiter. Aber ich habe halt wieder das Gefühl, dass mir einfach ein bisschen Leistung fehlt. Gerade so aus der Ecke raus. Also im Slipstream, im Windschatten, ich hole nicht auf. So, also wir versuchen jetzt gerade nach dem Warm-up, haben wir gesehen, dass irgendwo ein bisschen Power fehlt. Wir versuchen jetzt zu lösen. Also wir haben mit dem Motortuner gesprochen. Wir haben ein paar Anweisungen, was wir machen sollen. Nico setzt das jetzt gerade um, bevor wir starten. Und ja, jetzt gilt es halt erstmal zu überleben. Ne? Gucken, wie wir da jetzt durchkommen. Durch die ersten Runden und Kurven so. Das ist natürlich jetzt tricky. Ja, was soll ich sagen, ne? Bin jetzt nicht super aufgeregt so. Ich weiß ja jetzt, was passiert. Aber ich habe halt keine gute Startposition. 16 und außen. Also ich muss irgendwie versuchen, schnell nach innen zu kommen, dass die mich da nicht außen irgendwie wegschieben oder so, ne? Ja, das gilt's jetzt und dann gucken wir mal gleich, was abgeht, oder? Also P8 war jetzt gut im Warm-up, aber ich habe das Gefühl, da geht noch mehr. So vom Speed her auf der Strecke. Ich muss jetzt von Heat zu Heat denken, ein bisschen Selbstvertrauen sammeln. Auch ich fühle mich in 1, 2 Kurven noch nicht 100%ig da, wo ich das Gefühl habe, hinzukönnen mit meinem Können. Und das ist halt noch ein bisschen, aber ja. Und wir hatten gerade 5 Kilo zu viel. Das kommt noch dazu. Dennis Holler from Germany in the top 20. And we're underway. Green, green, green. Driven with the passion of a champion. Cause winning my only option. So it's pedal to the metal when I'm gassing it. Victory is mine, can't nobody stop it. I'm my only competition. Chasing my ambition, I ain't stopping till I get it knocked. They said I couldn't do it, let me show them how. Every time it's my time's now. Yeah, great run for Holland. He said his return here to the Super Nationals. I said both my hands raised when it's Leider, ich bin so aufgeregt gewesen. Platz 11. Von 20, ja. Geil, Alter. Ja, sehr gut. Yeah, chase my destiny. This is my destiny. Yeah, unfortunately, we had a 4-grid penalty as we have picked up the tires too late or something. Oh, really? Yeah. That's only for Heat 1 though. Yeah. Yeah. So after That's that, why you're I fine. came from P20. Next one is from PA16 then. That's awesome. Yeah. The car is great. Perfect. The car is really great. Getting way better every session. Yeah. This is an improvement from day one. Yeah, won't be the death of me. So, Dennis, ich habe ja leider dein, wie nennt man das? Mein euphorischen Moment nach dem Aussteigen. Genau, leider verpasst, weil ich natürlich für dich und für die Zuschauer da auf der Strecke wie ein Bilder rumgerannt bin, um so viele Shots von deinem geilen Rennen einzufangen wie ging. Da habe ich gedacht, du sagst einfach jetzt nochmal was. Ja, das wäre ganz cool. Ja, es war richtig geil. Ich bin von 20 gestartet. Wir haben spontan noch eine 4-Platz-Strafe bekommen, weil wir die Reifen zu spät abgeholt haben. Eigentlich hat man uns das noch nicht mal vorher gesagt. Das war dann in dem Moment halt so, ja, müssen wir nehmen. Andernfalls, hätte ich das vorher gewusst, hätte man irgendwie gleich 250 € Strafe bezahlen müssen. Dann hätte man die nicht bekommen. Das ist auch in der Regel das gleiche wie letztes Jahr. Ne? Da haben wir was anderes bekommen. Ja gut, jetzt sind wir von 20 auf 11 gefahren, respektive 10, weil noch einer eine Strafe für uns bekommen hat. Und natürlich sehr geil ist. Also das Kart fährt perfekt. Ich habe auch gute Leistung. Leistung ist in der Karre, das ist in Ordnung. Chassis ist überragend gut. Und ja, ich glaube, ich bin drittschnellste Runde in dem Rennen jetzt gefahren. Natürlich Vollgas im Windschatten. Die anderen waren dann ein bisschen am Kämpfen, aber egal wie.
war gut. Und jetzt heißt es, nicht den gleichen Fehler zu machen wie letztes Jahr, das Ding im Heat 2 irgendwie einzuplanken, sondern jetzt weiterzufahren, keine Scheiße zu bauen. Und dann hier sehen wir mal, wo es hingeht. Ne? Nächste Heat starten wir dann auf 16, in circa einer Stunde würde ich sagen. Und es wird wahrscheinlich wieder dunkel sein. Es kann sein, dass sie dann diesen Sunset Break wieder machen, weil die wollen nicht, dass die Leute gegen die Sonne fahren, weil es dann so blendet. Ne? Das kann sein, das heißt, wir sind die erste Gruppe wahrscheinlich wieder im Dunkeln. Dann schauen wir mal, was abgeht, wo wir hinkommen. Nochmal Top 10 wäre natürlich geil, aber ja, muss alles passen. Jetzt gerade hat wirklich alles gepasst. Das heißt ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall super Start nach der Scheiße, die wir am ersten Tag hatten, sorry. Ja, und die Jungs machen auch einen überragenden Job. Ne? Also jetzt jeder schaut, ob der Motor noch ein bisschen was rauszuholen käme, ob wir noch irgendwo was holen, ob das Chassis noch ein bisschen besser machen können. Aber es ist wirklich überragend, gut der Support. Jetzt heißt es weitermachen. Und dann ist heute auch früh Feierabend. So sieht's aus. Gut, dann hören wir uns gleich nochmal. Die 2, jetzt starten wir von unserer eigentlichen Startposition. Ne? Es ist arschkalt. Wir starten von 16. Jetzt mal gucken, ob das so gut läuft wie gerade. Ne? Konnte ich mich gut durchmogeln da. Von links nach rechts sind überall vorbei, ohne anzuecken. Jetzt sollen wir mal gucken, ne? Das, was wir letztes Jahr gelernt haben im zweiten Heat, nicht zu überpacen, nicht zu euphorisch zu sein. Und einfach das Ding jetzt safe nach Hause fahren, so wie gerade auch, vielleicht ein paar Plätze gut machen. Gerade war P10 am Ende und ja, das war richtig geil. Die Karre lief so gut, jetzt haben wir ganz andere Bedingungen, Sonne geht gerade unter, heißt viel kälter. Aber ja, ich bin zuversichtlich. Ne? Ich hoffe nur am Start, das ist tricky. Die ersten paar Kurven ist tricky und dann muss das alles funktionieren. Also, Daumen drücken, dann geht's ab. I'm a champion. Can't take that away. Rose up from the dirt. You're right. I'm not too sure. Why you're gonna go clear shield? Exactly. I'm right on the same page too. I'm not too sure about it. I like to think we're gonna make it through. Yeah. But if you change your shield, I'm gonna change mine. Like a phoenix, I rise from the ash that lay my life. You enjoying? Yeah, yes and no. Yes and no? Because sometimes I make mistakes and Okay. it costs me a lot. The track is difficult, right? Yes, it is. Yeah, it is. It's not simple. The infield no. you gotta be like right on the line. Yeah, and you have to feel comfortable, right? To go very quickly through it. Yeah, I feel it. Once you give up, you can break. Just maybe lift a little bit. Yeah, that's right. Yeah. I will moved up 10 spots. Yeah, thank you. The car went very well. I mean, a bit unlucky yesterday in the quali, you know. Starting into the fourth lap, someone spun into turn 1, and then I had to brake, you know. So the fastest lap probably was already done then. The guys in our tent, they are telling me, Dennis, this is the highest level of masters across the world, you know. So in Europe it's not that, right? We have most of them are national champions so many years. Yeah. Big races in North America. No, that's right. So yeah, it's great to race with them, right? Yeah, it's a pleasure. We should enjoy, yeah, absolutely. So good luck. Yeah, Ja, das ist ja cool, ja. Das ist irgendwie 50-50 mit den Leuten mit klarem Visier. My time, I came back from the grave. This who I wanna be. Need a new direction. Junge, ist so schnell, ne? I need a sign from heaven. I need a sign, 'cause I know. And come out of turn number 1 with the lead once again. Green flag flying, and we're underway. And a strong start for Cooper. You make a lot of difference. If they don't have enough rains, we're not. It's not going to be a rain race. I've seen a lot of guys were playing around. One guy was messing it up then. He was too slow then. So you mean I had to make it a bit richer? Yes. Both of because the it's cold. Both? No, for now, the top or bottom, you choose. You give a bit on top. But how many minutes then? 3-4 minutes. Little. Das ist halt das, wo mir einfach jetzt dann wirklich die Erfahrung fehlt. Jetzt ist es so kalt geworden in unserem Heat, dass mein Motor einfach zu mager war. Hätte ich mehr Sprit reinmachen müssen, hätte ich an der Vergaserschraube drehen müssen.
Ich habe 2 Stück, das heißt, ich muss die treffen und muss dann so ein bisschen 2 Minuten, also das Ding ist wie eine Uhr, ne? Das ist so ein Pin, den hätte ich 2 Minuten verdrehen müssen. Ja, Junge, ich habe da Puls auf 180. Während der Fahrt noch, blind. Ja, die Jungs haben das alle gemacht, nicht alle, aber viele. Guten Morgen. Bye guys, good morning. Have a good one. Some rise, some fall, some devil runs through us all. Some stable, some rich. Yeah, no, we need to find the same setup like in the first heat yesterday. That would be great. Yeah. I do it in a warm-up like yesterday, starting from the back, looking for some top 10 guys. I hope you find top 10 guys in the back. Yeah, that's the plan. That's the plan. Das gesagt. Ich habe gesagt, dass ich im Warm-Up nochmal versuchen will, so wie gestern, was ja gut geklappt hat, ne? Dass ich mir ein paar Leute von den Top 10 suche und wir dann mit den Racen nochmal gucken, wie schnell wir sind. Er meinte, nee, ich hoffe, dass du vor denen bist, nicht dahinter. Ach so, übrigens, heute ist jetzt mittlerweile Samstag. Wir sind immer noch in Folge 4. Das ist ja heute nochmal das angesprochene Warm-Up und noch einen Heat, den letzten Heat Nummer 3, bevor es dann morgen ins Finale geht. Ja. Wir müssen uns irgendwie in den Top 10 festsetzen. Wir haben noch kein Top 10 Ergebnis, aber es ist halt von 16 oder respektive 20 gestern auch wirklich schwer. Aber die Kaskade gibt's her. Gestern Mittag auf jeden Fall, da war es überragend schnell. Da würde ich sagen, war die Pace sogar für Top 5 da. Und gestern Abend dann ein bisschen Vergasereinstellung daneben gewesen, aber das werden alle mal haben, ne? Weil die Temperaturunterschiede vom Mittag zu Abend so, da waren 10 Grad, 12 Grad Unterschied auf einmal. Das heißt, Setup war anders, vom Chassis her, die Vergasereinstellungen waren anders, das heißt, ja. Und ich habe eben nicht die Erfahrung beim Fahren da an dem Vergaser rumzudrehen, da habe ich natürlich auch Angst, dass ich mehr kaputt mache, als ich es besser mache. Ja. So, deswegen, wir schauen jetzt mal heute. Wir gehen weiter und dann ja, werden wir dann am Nachmittag zum Ende der Folge wahrscheinlich auch wissen, wo wir stehen, also von wo aus wir morgen starten. Das ist dann auch interessant für die nächste und finale Folge dann, ne? Ja. Ich würde sagen, so machen wir das und dann quatschen wir gleich. Just chemicals in my brain. I keep pushing but there's no relief. I keep trying but I cannot sleep. I'm a man obsessed, and I cannot stop, gonna keep on going till there's nothing left. I'm a man possessed, I'm a man obsessed, feel it in my bones, running through my blood, get it all there. Ja, jetzt Platz 13 im Warm-Up, ja, das ist okay. Ich hatte auch jetzt also die Runde war, ich hatte eine freie Runde, aber der vor mir war wesentlich langsamer, ne? Da hatte es zwar Windschatten, aber ich bin dann ja auch nicht richtig schnell gefahren in den Ecken. Ich wollte halt auch kein Risiko gehen, jetzt irgendwie im Warm-Up da irgendeine Harakiri-Aktion zu machen, aber es fühlt sich gut an. Hinten fehlt es ein bisschen an Grip jetzt, verglichen zu gestern. Aber ja, gucken wir mal. Mein Motor war jedenfalls auch wieder besser als gestern Abend. One mission, one dream, one vision I've always seen. Ja, so Heat 3, letzter Heat jetzt. Bin ein bisschen angespannt, weil jetzt kommt es ein bisschen drauf an, nochmal Plätze gut zu machen. Also das Kart war ja im Warm-Up gut, kleine Mini-Veränderungen haben wir gemacht, also das Paket ist wirklich überragend gut. Ja, jetzt nochmal schauen, gut durch die ersten 1-2 Kurven kommen und dann das ganze Feld so ein bisschen setteln lassen. Es wäre geil, wenn ich ein bisschen Glück habe, so mal von so ein paar Fehlern von anderen partizipieren kann, dass ich da nicht irgendwie kämpfen muss, um vorbeizukommen, ne? Dass ich so ein bisschen was geschenkt kriege. Aber ja, das sehen wir jetzt. Ich versuche so ein bisschen jetzt in mich zu kehren, ne? Um einfach so die Szenarien durchzuspielen, runter zu bleiben, Puls runterzuholen. Puls ist jetzt schon bei 100, wo ich nichts mache, ne? Ich stehe ja nur hier. Also merkst du einfach, dann ist schon Anspannung da, ne? Wo du nichts tust, stehst einfach nur hier und wartest, dass es losgeht. Alles in der Birne. Alles in der Birne. Aber trotzdem Bock habe ich zu ballern, ja, also. Und dann sehen wir, wo wir hinkommen gleich. Also ist alles noch drin, ne? Wir wissen jetzt nicht, von wo wir morgen starten werden. Abhängig jetzt von dem Lauf auch. Geht alles noch.
keep pushing, but there's no relief. Also auf jeden Fall ist es erstmal nach Runde 3 Rennerbruch wegen Unfall, denke ich mal. Dennis steht da hinten. Jetzt warten wir erstmal ab, was passiert. Ich denke mal, das Rennen wird dann wieder aufgenommen werden. I keep pushing, but there's no relief. I keep trying, but I cannot sleep. I keep pushing, I keep pushing. I keep pushing, but there's no relief. I keep trying, but I cannot sleep. I keep pushing, I keep pushing. So, wir haben es jetzt schon am frühen Abend. Mein Heat ist vorbei. Ich bin wieder auf P12 gelandet. War ein turbulentes Rennen. Wir hatten eine rote Flagge, Rennunterbrechung, weil es einen schweren Unfall gab. Dann gab es einen Single-File-Start, also nicht, dass wir in 2 Reihen geschaltet sind, sondern hintereinander. Der war für mich überragend gut. Müsst ihr mal die Onboard gucken. Ich bin da von, glaube ich, 14 auf 8 oder so vorgefahren. Allerdings ist dann was anderes passiert, ja. Die Jungs hinter mir sind alle ein bisschen wild dann gewesen, sind dann innen in der Bande eingeschlagen, weil wir den einlinigen Start innen gemacht haben, was ich auch nicht verstanden habe, aber die Rennleitung wollte es in dem Moment. Und dann sind die alle nach innen gefahren. Der Basti, der jetzt hinter der Kamera steht, stand auf der Bande und die sind alle eingeschert. Ein Kart ist rausgeflogen und komplett durch die Bande durch, auf den Basti drauf. Also wir blenden dieses Einschnitt mal jetzt hier ein, während ich rede. Und da seht ihr also, wie viel Glück Basti hatte. Wir kommen jetzt aktuell mit ein paar blauen Flecken davon, wahrscheinlich mit einem defekten Objektiv von der Kamera. Also da haben wir echt Glück im Unglück, dass da nicht mehr passiert ist oder sich irgendwas gebrochen hat. Ne? Also Basti, hier auch nochmal vielen Dank für deinen Einsatz an der Stelle. Den größten Einsatz für den besten Shot. Ja, also das ist wirklich der Wahnsinn, was da draußen los ist teilweise. Und das war nur der 3. Heat. Ne? Wir haben dann jetzt morgen nochmal das Finale. Das bedeutet ein Warm-up, ein Finalrennen, 17 Runden. Ich weiß leider noch nicht, von wo ich starte. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das ist dann auch das Stichwort dafür, dass wir die Folge 4 hier schließen werden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir starten dann mit Folge 5. Die wird dann relativ kurz werden, kurz und aber trotzdem spannend. Ne? Also ich denke mal, dass ich vom Bauchgefühl irgendwo 12, 13 starten werde. Irgendwo von da werde ich kommen. Also nochmal 6 Plätze weiter vorne. Vielleicht gab es noch irgendwelche Disqualifikationen, ich weiß es nicht. Aber das ist so der Stand. Und dann sehen wir mal, wie weit es nach vorne geht, ob das Ziel Top 10 möglich ist. Ich denke schon, wir werden heute Abend noch ein bisschen was am Chassis umbauen. Was wir umbauen, erkläre ich dann aber in der nächsten Folge. Dementsprechend besten Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Ihr habt ein paar Sachen mitnehmen können, was wir jetzt die letzten 2 Tage zeigen konnten. Lasst wie immer ein Like da, einen Kommentar. Freut euch, dass wir euch hier coolen Content liefern können. Und dann vollen Einsatz. Mit vollem Einsatz, ja. Und ja, dann sehen wir uns zur finalen Folge 5 von Viva Kart Vegas 2.0. Besten Dank.